Der Koffer am Gleis 7. Als Samira an diesem Freitagabend aus dem Büro kam, war sie froh, dass die Woche vorbei war. Es war Januar, kalt und dunkel, und der Wind blies durch die Straßen. Sie zog ihren Schal enger und ging schnell zur U-Bahn. In ihrem Kopf war nur ein Gedanke: nach Hause, Tee, Ruhe. Doch schon am Eingang der Station merkte sie, dass etwas nicht stimmte. 2 Männer diskutierten laut, eine Frau telefonierte hektisch und ein Kind weinte. Samira schüttelte den Kopf. Großstadt eben, dachte sie und stieg in die Bahn. Nach 3 Stationen stieg sie aus, um am Hauptbahnhof umzusteigen. Dort wollte sie noch kurz in den Supermarkt gehen, um Brot zu kaufen. Der Bahnhof war voll, wie immer. Menschen mit Koffern, Schüler, Touristen, Eilige. Lautsprecherstimmen, Rollkoffer, Kaffeegeruch. Samira schaute auf die Anzeigetafel. Ihr Zug nach Hause sollte in 20 Minuten von Gleis 7 fahren. Perfekt. Sie hatte genug Zeit. Sie ging Richtung Gleis 7, blieb aber plötzlich stehen. Direkt neben einer Bank stand ein großer schwarzer Koffer. Er sah neu aus, teuer. Daneben niemand. Keine Jacke, keine Tasche, kein Mensch, der dazu passte. Samira blickte links und rechts. Niemand beachtete den Koffer. Die meisten liefen schnell vorbei, als wäre er unsichtbar. Vielleicht ist der Besitzer kurz auf Toilette, sagte Samira leise zu sich selbst. Trotzdem bekam sie ein komisches Gefühl. Sie ging näher heran. Am Griff hing ein kleines rotes Band. Auf der Seite klebte ein Aufkleber: Fragile. Samira wollte gerade wieder weggehen, da hörte sie hinter sich eine Stimme. Entschuldigung. Sie drehte sich um. Vor ihr stand ein älterer Mann mit grauem Mantel und Hut. Er sah nervös aus und hielt eine Zeitung in der Hand. »Ja?« fragte Samira. Der Mann deutete auf den Koffer. »Gehört der Ihnen?« »Nein«, sagte Samira. »Ich habe ihn gerade erst gesehen.« Der Mann sah sich schnell um, als hätte er Angst. »Komisch. So etwas sollte man nicht einfach stehen lassen.« Samira nickte. »Wollen wir jemanden informieren?« Der Mann zögerte, dann sagte er: »Ja, am besten die Bahnsicherheit.« Beide gingen ein paar Schritte Richtung Informationsschalter. Doch bevor sie dort ankamen, klingelte Samiras Handy. Nina, ihre Kollegin. »Samira«, rief Nina sofort, »bist du schon am Bahnhof?« »Ja, warum?« Nina klang aufgeregt. »Ich wollte dir nur sagen, pass auf. Ich habe gerade im Internet gelesen, dass es heute in mehreren Städten Probleme mit Diebstählen im Bahnhof gibt. Die machen komische Tricks, damit Leute abgelenkt sind.« Samira schluckte. »Was für Tricks?« »Zum Beispiel lassen sie Taschen irgendwo stehen und beobachten, wer neugierig wird. Oder sie machen Stress, damit du dein Handy oder Portemonnaie rausnimmst. Sei vorsichtig, okay?« Samira schaute automatisch zurück zu Gleis 7. Der Koffer stand immer noch da. Plötzlich wirkte er nicht mehr nur vergessen, sondern wie ein Köder. »Okay«, sagte Samira leise. »Danke, Nina.« Als sie auflegte, merkte sie, wie ihr Herz schneller schlug. Der ältere Mann wartete neben ihr. »Alles gut?« fragte er. Samira nickte, aber sie fühlte sich nicht gut. »Meine Kollegin, sie hat mich gewarnt. Vielleicht ist das ein Trick.« Der Mann runzelte die Stirn. »Ein Trick? Von wem?« »Von Dieben«, sagte Samira. »Vielleicht beobachten sie uns gerade.« Der Mann sah sich erschrocken um. Er griff fester an seine Zeitung. »Dann sollten wir erst recht jemanden informieren.« Sie gingen weiter zum Schalter. Aber dort war eine lange Schlange. Samira seufzte. In 20 Minuten fuhr ihr Zug. Und eigentlich wollte sie nur nach Hause. Doch dann passierte etwas, das alles veränderte. Ein junger Mann mit Kapuze kam plötzlich von hinten, stieß leicht gegen Samira und sagte schnell: »Oh, sorry.« Er ging sofort weiter. Samira spürte instinktiv an ihre Jackentasche. Ihr Handy war da, ihr Portemonnaie auch.
Trotzdem fühlte sie sich unwohl. »Haben Sie das gesehen?« fragte der ältere Mann leise. »Ja«, sagte Samira. Der Mann beugte sich näher zu ihr. »Ich glaube, wir werden beobachtet.« Samira bekam Gänsehaut. »Was machen wir jetzt?« Der Mann atmete tief ein. »Wir gehen nicht in die Schlange, wir suchen direkt Sicherheitsleute.« Sie gingen am Schalter vorbei und suchten den Bahnhof ab. Endlich sahen sie 2 Personen in schwarzen Jacken mit der Aufschrift Sicherheit. Samira lief sofort hin. »Entschuldigung«, sagte sie schnell, »da steht ein Koffer allein am Gleis 7, niemand ist da. Wir finden das komisch.« Der Sicherheitsmann nickte sofort. »Danke für den Hinweis, bleiben Sie bitte kurz hier.« Er sprach mit seiner Kollegin. Beide gingen zügig Richtung Gleis 7. Samira und der ältere Mann folgten in etwas Abstand. Als sie ankamen, standen die beiden Sicherheitsleute direkt vor dem Koffer. Der Mann mit der Aufschrift Sicherheit hob die Hand. »Bitte Abstand halten«, sagte er laut. Ein paar Leute blieben stehen und schauten. Manche wurden nervös. Eine Frau zog ihr Kind zurück. Samira spürte, wie die Stimmung am Gleis plötzlich kälter wurde. Die Sicherheitsfrau schaute sich um und fragte laut, »Gehört dieser Koffer jemandem?« Keine Antwort. »Letzte Chance«, sagte sie noch einmal. »Wem gehört dieser Koffer?« Wieder nichts. Der Sicherheitsmann holte ein Funkgerät. »Wir haben hier ein herrenloses Gepäckstück. Gleis 7. Bitte Unterstützung.« Samira schaute den älteren Mann an. Der wirkte plötzlich noch nervöser als vorher. Er wischte sich über die Stirn. »Ist Ihnen schlecht?« fragte Samira. »Nein«, murmelte er. Ich mag solche Situationen nicht.« Samira wollte gerade etwas sagen, da fiel ihr etwas auf. Der ältere Mann hatte die Zeitung immer noch in der Hand. Doch jetzt war sie zusammengefaltet, als würde er etwas verstecken. Und zwischen den Seiten blitzte kurz etwas Weißes hervor, wie ein Umschlag. Samira starrte darauf. Der Mann bemerkte ihren Blick sofort und schob die Zeitung hastig unter den Arm. »Alles Gute«, sagte er zu schnell. »Schauen Sie lieber nicht so.« Samira bekam ein komisches Gefühl. Warum reagiert er so? In diesem Moment kam eine Durchsage. »Achtung! Bitte verlassen Sie den Bereich um Gleis 7. Folgen Sie den Anweisungen des Personals.« Menschen gingen zurück, manche liefen schneller. Samira blieb wie festgeklebt stehen. Der ältere Mann zog an ihrem Ärmel. »Kommen Sie«, sagte er, »wir sollten gehen.« »Ja«, sagte Samira langsam, »aber...« Sie schaute auf den Koffer, dann wieder auf den Mann. In ihrem Kopf arbeitete alles gleichzeitig. Er war der Erste, der mich angesprochen hat. Er wusste, dass der Koffer da ist. Er wollte sofort Sicherheit holen. Das klingt gut. Aber warum ist er so nervös? Sie gingen ein paar Meter zurück. Der Mann sagte, »Ich muss los. Mein Zug.« Samira spürte plötzlich einen starken Impuls. »Wohin fahren Sie?« Der Mann blieb kurz stehen. Nach«, er stockte. »Nach Köln.« Samira hob die Augenbrauen. »Von welchem Gleis?« Der Mann schaute zur Seite. »Ich weiß nicht genau.« Samira wurde vorsichtig. »Sie wissen nicht, von welchem Gleis Ihr Zug fährt.« Der Mann schluckte. »Ich bin durcheinander.« Samira merkte, wie ihr Puls stieg. In ihrem Kopf war nur ein Satz. Etwas stimmt nicht. Sie schaute auf seine Hände. Sie zitterten leicht. Und dann sah sie es. An seinem Mantelärmel war ein kleines rotes Band, genau wie am Koffergriff. Samiras Mund wurde trocken. »Woher haben Sie dieses Band?« fragte sie leise. Der Mann erstarrte. Seine Augen wurden hart. »Was?« »Das rote Band«, sagte Samira. »Genau wie am Koffer.« Der Mann machte einen Schritt näher. Seine Stimme wurde kalt. »Sie bilden sich etwas ein.« Samira ging instinktiv einen Schritt zurück. »Nein, ich habe es gesehen.«
Der Mann schaute sich schnell um, als würde er prüfen, wer in der Nähe ist. Dann griff er unter die Zeitung. Samira erschrak. Was macht er da? Bevor sie reagieren konnte, rief jemand: »Hey, Sie da! Bleiben Sie stehen!« Ein Sicherheitsmann kam schnell auf sie zu. Der ältere Mann drehte sich blitzschnell um und lief los, Richtung Treppe. »Er läuft weg«, rief Samira. Der Sicherheitsmann rannte hinterher. Samira blieb stehen, atmete schnell und merkte, wie ihre Knie weich wurden. Ein paar Sekunden später kam die Sicherheitsfrau zu Samira. »Alles okay bei Ihnen?« Samira schluckte. »Ich glaube, der Mann ist nicht zufällig hier gewesen. Er hatte so ein rotes Band wie am Koffer.« Die Sicherheitsfrau sah Samira scharf an. »Sind Sie sicher?« Samira nickte. »Ja, und er hat etwas unter der Zeitung versteckt. Einen Umschlag oder... ich weiß nicht.« Die Sicherheitsfrau nahm sofort ihr Funkgerät. Verdächtige Person auf der Flucht. Grauer Mantel, Hut, Richtung Treppe, Ausgang Nord. Samira hörte die Funksprüche, die schnellen Schritte, das Chaos. Ihre Hände zitterten. Trotzdem dachte sie, ich muss ruhig bleiben. Ein paar Minuten später kam der Sicherheitsmann zurück, ohne den Mann. »Er ist weg«, sagte er außer Atem. »Er hat sich zwischen die Leute gemischt.« Die Sicherheitsfrau fluchte leise. »Okay, dann konzentrieren wir uns auf den Koffer.« Sie gingen wieder näher. Jetzt war ein größerer Bereich abgesperrt. Samira durfte nicht mehr an das Gleis. Sie stand hinter dem Band und schaute zu. Ein weiterer Mann kam, diesmal in Schutzweste, und sprach kurz mit dem Sicherheitsteam. Dann zogen sie vorsichtig den Koffer zur Seite. Nicht viel, nur ein paar Zentimeter. In diesem Moment fiel etwas aus einer Außentasche, ein kleiner Zettel. Ein Sicherheitsmann hob ihn auf, ohne ihn direkt zu berühren. Er legte ihn in eine durchsichtige Tüte. Die Sicherheitsfrau las ihn und wurde plötzlich sehr ernst. Samira konnte den Zettel nicht lesen, aber sie sah, wie die Sicherheitsfrau sofort wieder funkte. Nach einigen Minuten kam die Polizei. 2 Beamte sprachen mit den Sicherheitsleuten, dann mit Samira. »Sie haben den Koffer gemeldet?« fragte die Polizistin. »Ja«, sagte Samira. »Und dieser Mann, er hat sich komisch verhalten und ist weggelaufen.« »Beschreiben Sie ihn bitte genau«, sagte der Polizist. Samira beschrieb alles. Mantel, Hut, Zeitung, rotes Band. Sie erzählte auch von dem Moment, als sie das Band am Ärmel gesehen hatte. Die Polizistin nickte. Gut, dass Sie aufmerksam waren. Samira schaute zur Seite. Was war in dem Koffer? Der Polizist antwortete vorsichtig. Es war nichts Lebensgefährliches, aber es war etwas, das hier nicht hingehört. Und jemand wollte offenbar, dass wir abgelenkt sind. Samira verstand nicht alles, aber sie wusste, es war ernst. »Und der Mann?« fragte sie. »Wir suchen ihn«, sagte die Polizistin, »und wir prüfen Kameras.« Samira atmete langsam aus. Der Bahnhof war immer noch unruhig. Menschen standen herum, redeten, filmten mit dem Handy. Samira spürte, wie die Angst langsam in Erleichterung überging. Ihr Zug war inzwischen weg, aber das war egal. Sie ging ein paar Schritte zur Seite und rief Nina an. »Nina«, sagte Samira, als sie abhob, »deine Warnung war wichtig, wirklich wichtig.« »Was ist passiert?«, fragte Nina. Samira erzählte alles. Am Ende war Nina einen Moment still. »Samira, du hast richtig reagiert«, sagte Nina leise. »Manchmal ist man einfach zur richtigen Zeit wachsam.« Samira schaute auf die große Bahnhofshalle. Überall liefen Menschen. Alles wirkte wieder normal, fast zu normal. Aber Samira wusste, ab jetzt würde sie nie wieder einfach an einem herrenlosen Koffer vorbeigehen, ohne nachzudenken. Und sie wusste noch etwas. Spannung ist manchmal nicht in Filmen. Manchmal steht sie plötzlich neben dir, am Gleis 7.